zweite große Abschnitt unserer Reise führt uns nach Indonesien auf die Insel Lombok und dort zunächst in den Ort Senggigi Beach. Lombok ist die Nachbarinsel von Sumbawa, auf der der Vulkan Tambora liegt, den Verena besteigen möchte. Lombok ist touristisch deutlich besser erschlossen als Sumbawa und daher gut geeignet, um auf das richtige Wetter für die Tambora-Expedition zu warten. Hier in Senggigi haben wir eine richtig luxuriöse Unterkunft mit eigenem Pool, den vor allem die Kinder ausgiebig nutzen. Bei den tropischen Temperaturen macht ihnen auch der Regen nichts aus. Auch hier in Senggigi zieht es uns natürlich an den Strand. Es ist der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Ja, man merkt es. Hier in Indonesien ist jetzt Regenzeit. Naira, Marisa und ich sind jetzt im Süden von Lombok, während sich Verena auf den Weg zum Tambora macht. Zum Glück regnet es aber nur hier im Süden von Lombok. Wir haben ein Zeitfenster gefunden, in dem die Wettermodelle keinen Regen für Sumbawa berechnet haben. Perfektes Wetter für Verenas Aufstieg. Schon aus dem Flugzeug bietet der 2850 Meter hohe Vulkan Tambora einen beeindruckenden Anblick. Der Aufstieg zum Gipfel geht über 2 Tage und es sind mehr als 2200 Höhenmeter zu bewältigen. Die Nacht ist kurz und schon in der Dunkelheit geht es weiter, um zum Sonnenaufgang am Kraterrand zu stehen.
Die mächtige Caldera entstand beim Ausbruch im Jahr 1815, dem stärksten Vulkanausbruch der letzten 6000 Jahre. Die Schwefelaerosole des Vulkans sorgten für eine deutliche globale Abkühlung und brachten Europa 1816 das sogenannte Jahr ohne Sommer. Nachdem Verena vom Tambora zurück ist, geht es für uns vom Süden Lomboks auf die Gili Meno, einer kleinen Insel vor der Nordwestküste von Lombok. Es ist richtig toll hier und die Bootsfahrt war auch schön. Und, Ja, mach ich. Diese Insel, wo wir gerade drauf sind, die heißt Gili Meno und ich glaube, die man dort sieht im Hintergrund, ist eine linke und weiter rechts ist auch noch eine, die heißt Gili und die heißt Braun. Das absolute Highlight hier ist, dass wir beim Schnorcheln den Meeresschildkröten ganz nahe kommen.
verlassen die Gili-Meno und fahren in den Norden von Lombok in die Nähe des Vulkans Rinjani. Hier unternehmen wir eine abenteuerliche Wanderung zu 2 Wasserfällen. Es geht über vom Erdbeben 2018 gezeichnete Wege und entlang eines wilden Flusses. Auf dem Rückweg können wir noch beobachten, wie sich einige Affen über die verlassenen Verkaufsstände hermachen. Auch an unserer Unterkunft können wir etliche der kleinen Affen beobachten. Marisa, bist du bitte sofort auf? Guck mal, der hattest du Füße? Wisst ihr, du was das? Nicht leicht von meiner Frau. Ehrlicherweise müssen wir sagen, dass es hier trotz Regenzeit nicht so arg viel geregnet hat. Wir hatten hier eigentlich wirklich Glück mit dem Wetter. Kurz vor dem Abflug nach Neuseeland werden wir aber noch einmal daran erinnert, dass hier wirklich Regenzeit ist. Mit diesen Bildern endet Teil 2 unseres Wetter-Weltreise-Rückblicks. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.